meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Und zwar bin ich heute, nicht nur heute, also genau genommen bin ich jetzt schon seit einigen Tagen mit diesem wunderschönen Motorrad, mit der Suzuki GSX 8S unterwegs und konnte die jetzt schon ausgiebig testen, habe das Ganze aber bisher noch nicht in Form eines Videos für euch festgehalten, was ich jetzt aber heute eben ändern möchte. Da ich jetzt wie gesagt schon sehr viel mit diesem Motorrad erlebt habe, also wirklich sehr viel, weil ich befinde mich nämlich gerade am Schwarzen Meer in Rumänien im Urlaub und ihr könnt mir eines glauben, diese letzten paar Tage waren crazy. Ich wurde von wilden Hunden angegriffen, ich wurde während der Fahrt von einer Biene gestochen, mir ist der Hals angeschwollen, ich habe mich irgendwo im Nirgendwo verloren, ich wurde von der bulgarischen Grenze abgewiesen. Es war crazy. Ihr werdet es in den Videos sehen. Ich weiß nicht, welches Video zuerst kommen wird, dieser Test oder die Vlogs. Und jetzt dürft ihr mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Suzuki haltet. Gefällt sie euch? Wenn ja, was sagt ihr zur Leistung? Ist das genug? Oder braucht ein Motorrad eurer Meinung nach mehr Leistung, als es diese Suzuki GSX 8S eben hat? Ja, fangen wir mal an mit dem Design. Also was soll ich sagen? Designtechnisch, ich war anfangs nicht wirklich angetan von diesem Motorrad. Je öfter ich sie jetzt aber sehe und gesehen habe, muss ich sagen, mir gefällt sie mittlerweile doch ziemlich gut. Also, natürlich müsste man halt hier, wenn es jetzt mein Motorrad wäre, erstmal den Kennzeichenhalter entfernen, weil, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, dass das Heck hier kurz runtergehen würde, also der Kennzeichenhalter, ich glaube, das wird auf jeden Fall noch mal eine Menge ausmachen. Ansonsten die Lackierung hier in diesem Weiß-Blau gefällt mir extrem gut. Ich finde es auch nice, dass Suzuki sich getraut hat, hier diese ganzen Details auch in Blau zu machen. Auch die Felgen. Die Maske ist wie bei der MT-09 aus dem Jahr 2024 eben auch. Es ist eine Geschmackssache und es ist gewöhnungsbedürftig. Also was mir gut gefällt, sind hier diese ganz dünnen, schmalen Lichter. Was mir nicht so gut gefällt, ist das. Ich mache jetzt mal hier kurz die Zündung an, sodass man dann auch ein bisschen was vom Licht sieht. Ja, so sieht das Ganze dann von vorne aus. Also ich finde, die beiden machen das Motorrad sehr aggressiv und böse. Das ist halt, ja, gewöhnungsbedürftig, sage ich jetzt einfach mal. Ich finde es jetzt nicht schlecht, nicht schlimm, aber ich finde es jetzt auch nicht unbedingt schön. Optik ist immer eine Geschmackssache, von daher macht es jetzt meiner Meinung nach auch keinen Sinn, darüber so allzu viel zu philosophieren. Sound, Auspuff, ich zeige es euch jetzt einfach mal. Also soundtechnisch bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe da schon andere Motorräder mit Euro 5 gehört, die halt einen besseren Sound hatten. Das muss man an der Stelle auch sagen. So, dann gebe ich jetzt gleich mal so ein bisschen Gas und rede mit euch über dieses Motorrad. So. So, hier könnt ihr erstmal die wunderschöne Landschaft hier aus dem Süden Rumäniens genießen. Das ist eine wirklich schöne Gegend hier. Ich befinde mich gerade in der Nähe von Constanța, der größten Hafenstadt hier im Süden von Rumäniens. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich bin in den letzten Monaten auch ziemlich viele Motorräder Probe gefahren, sodass ich auch den ein oder anderen Vergleich herziehen werde, um dieses Motorrad eben einzuordnen. Was kann ich zu dem Motor und zu der Leistung des Motorrads bisher sagen? Also mein erster Eindruck war, dass sie sich wirklich angenehm, einfach und auch einfach gut fährt. Also es hat von Anfang an hat sie mir ein sehr wohles, sicheres Gefühl vermittelt. Der Motor fährt sich kinderleicht, kann man sagen. Also jeder Einsteiger würde mit diesem Motorrad zurechtkommen und es würde wirklich niemanden überfordern. Leistungstechnisch ist dieses Motorrad mit knapp über 80 PS und 78 Newtonmetern jetzt nicht so stark motorisiert, aber ich komme jetzt eben zu dem Punkt, dass es meiner Meinung nach absolut ausreichend ist, wenn man vor allem eben Landstraßen, Kurven und ähnliches fahren möchte. Ich bin sogar der Meinung, dass für solche Strecken und Anlässe dieses Motorrad mit der Leistung nahezu perfekt geeignet ist. Wir haben ja hier einen Zweizylindermotor, der wirklich von unten raus schon Druck und Leistung hat. Die Newtonmeter setzen schon relativ weit unten an, also nicht wie bei so einem reinen Vierzylinder, wo man halt immer volle Drehzahl braucht, damit die Leistung und das Ansprechverhalten da ist. Das ist hier definitiv anders und das merkt man auch. Ich werde es euch jetzt auch gleich nochmal zeigen. Hier endet jetzt diese Ortschaft, das heißt, wir können nochmal so ein bisschen Gas geben, testen den Blibber. So, und was ich jetzt hier
direkt mal bemängeln muss, mein erster größerer Kritikpunkt ist halt wirklich der Quickshifter und der Blipper. Also teilweise funktioniert der makellos und teilweise aber auch echt sehr schlecht sogar, muss ich sagen. Ich habe das am Anfang vor allem beim Runterschalten gemerkt, dass es so ein bisschen hakt. Das habe ich jetzt bei anderen Motorrädern viel geschmeidiger erlebt und aber auch beim Hochschalten finde ich das einfach nicht so geschmeidig, wie ich es jetzt von den letzten Modellen, die ich so Probe gefahren bin, gespürt habe. Beispielsweise die MT-09, meiner Meinung nach hat er besser funktioniert, der Quickshifter, als jetzt hier an diesem Motorrad. Welches Motorrad bin ich noch gefahren? Die Aprilia RS 660. Auch da hat es ab und zu mal so ein bisschen gehakt, war aber immer noch insgesamt besser als jetzt hier. Also ist meiner Meinung nach Kritikpunkt. Ich habe jetzt beispielsweise auch schon beim ein oder anderen Testbericht gelesen, dass der gut und geschmeidig funktionieren soll. Kann ich aus meiner Erfahrung jetzt so nicht bestätigen. Kann natürlich auch jetzt spezifisch an diesem Motorrad liegen, dass das irgendwie ja, nicht ganz optimal eingestellt ist, keine Ahnung. Da wir hier aber erst knapp über 1000 Kilometer drauf haben und das Motorrad so gut wie neu ist, kann ich mir das jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. Ansonsten, rein von der Leistung her, muss ich sagen, gefällt mir das ziemlich gut, weil man eben auch von unten raus schön Druck hat. Das Motorrad eigentlich in jeder Drehzahl genug Leistung hat. Klar, ist jetzt nicht zu vergleichen mit einer 200 PS Supersportler, aber ich denke, das ist auch jedem klar, der sich für dieses Motorrad hier interessiert. Ich zeige euch jetzt einfach mal den Blipper und schau mal, wie der eben so funktioniert. Also, wie soll ich das jetzt sagen? Es funktioniert alles, es passt. Aber es fühlt sich einfach nicht ganz so perfekt an, wie bei dem ein oder anderen Motorrad, das ich bis jetzt gefahren bin. So viel kann ich sagen. Was mir jedoch sehr, sehr gut gefällt, und da komme ich jetzt schon mal zu dem ersten sehr, sehr positiven Punkt, und ich denke, das ist auch eines der wichtigsten Sachen bei einem Motorrad, und zwar das Ansprechverhalten, der Motor, wie ich jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt habe. Das Motorrad fährt sich für einen Zweizylinder sehr, sehr angenehm und ruckelfrei. Also wir sind jetzt hier bei knapp 3000, bisschen über 3000 Umdrehungen im vierten Gang, 55 km/h, passt. Weil, um jetzt mal ein anderes Extrembeispiel zu nennen, die RSV 4 von Aprilia, klar, ist auch ein ganz anderes Motorrad, Quickshifter. Jetzt funktioniert er zum Beispiel sehr, sehr gut. Also ich habe so das Gefühl, dass er teilweise unter Volllast nicht ruckelfrei funktioniert, und gerade unter Volllast müsste er aber so einwandfrei schalten. Weil jetzt gerade habe ich kaum Gas gegeben. Wenn es da dann nicht funktioniert, finde ich es zum Beispiel weniger schlimm, weil bei diesen Geschwindigkeiten und dieser Fahrweise, da schalte ich auch ganz oft normal mit Kupplung. Aber wenn ich halt unter Volllast bin, habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, dass das Teil irgendwie ruckelt und mir ein unsicheres Gefühl gibt. Das feiere ich dann halt weniger. So, leider kann ich jetzt hier keine Höchstgeschwindigkeit mit euch testen, weil in Rumänien das nicht erlaubt ist. Peace. Aber laut mehrerer Testberichte liegt die Höchstgeschwindigkeit bei etwas über 200 km/h. Und ey, jeder, der mir sagt, das reicht nicht, ich meine, ich akzeptiere und toleriere jede Meinung. Vielleicht sehen das manche Leute wirklich so, aber ich für meinen Teil muss halt sagen, ich finde, dass das absolut ausreichend ist, weil wann fährt man schon über 200 km/h? Und selbst wenn man das macht, seid mal ehrlich, Leute, macht das wirklich Spaß? Also ich finde, das macht doch keinen Spaß, oder? Also da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Über 200 km/h mit dem Motorrad taugt mir ehrlich gesagt gar nicht. So, ich mache jetzt hier mal ganz kurz eine kleine Pause, weil Google Maps redet mir die ganze Zeit ins Ohr, wo ich hinfahren muss. Und ich habe da jetzt aber irgendwie gerade keinen Bock drauf, dass sie mir die ganze Zeit ins Ohr redet. Deswegen mache ich jetzt mal ganz kurz Google Maps wieder aus. So, jetzt habe ich wieder Ruhe im Ohr und kann euch auch gleich nochmal hier was zu dem Display zeigen. Also wir haben hier einen TFT-Display. Der hat jetzt hier von den Einstellungsmöglichkeiten deutlich weniger, als es vielleicht bei den aktuellen Top-Modellen der Fall ist. Aber es ist halt auf jeden Fall alles super schön ablesbar, und das Wichtigste haben wir hier. Wenn ich jetzt beispielsweise mal hier rumschalte, dann sehen wir hier zum Beispiel noch die Restreichweite von 113 Kilometern. Dann haben wir hier die Gesamtkilometeranzahl, dann haben wir hier den Tagestrip bzw. den Trip 1, den Durchschnittsverbrauch und das Ganze dann halt nochmal für Trip 2. Also vom Verbrauch, ihr seht ja ungefähr, wo ich hier liege. Wie gesagt, ich habe wirklich komplett alles durch. Ich bin in der Stadt gefahren, ich habe aufgedreht, ich bin
entspannt gefahren, ich bin ein bisschen Autobahn gefahren, ich bin Landstraße gefahren, ich bin durch irgendwelche Käfer im zweiten Gang getuckert, wo Schotterwege waren. Also 4,8 ist der Verbrauch, wenn du wirklich komplett alles machst. Wenn du nur Landstraße oder Autobahn fährst, schätze ich, könnte das nochmal so ein Ticken geringer sein, kommt aber natürlich auch auf die Fahrweise an. Genau. Ansonsten haben wir hier noch diese Sachen, die wir einstellen können. Traktionskontrolle 1, 2, 3. Off. Habe ich bis jetzt nicht gemacht, brauche ich meiner Meinung nach auch nicht. Dann haben wir hier noch 3 verschiedene Fahrmodi, A, B, C, also normal ist B, C und A ist halt dann jeweils ein bisschen sportlicher bzw. ein bisschen weniger aggressiv. Ich kann allerdings sagen, je nachdem, was man halt mit dem Motorrad auch machen möchte, es reicht auf jeden Fall von der Leistung. Das Motorrad lässt sich sehr, sehr einfach fahren, es überfordert nicht und es hat aber trotzdem genug Leistung für jede Landstraße. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Mir gefällt auch sehr, sehr gut, wie man hier auf diesem Motorrad sitzt. Also ich bin, wie gesagt, sehr, sehr lange teilweise unterwegs gewesen. Also jetzt 3 Tage am Stück, nahezu den ganzen Tag mit kurzen Pausen. Heißt, ich kann auf jeden Fall was zur Sitzposition und zum Komfort sagen. Die Sitzbank, was soll ich sagen, ist halt eine Sitzbank, die jetzt nicht ultra hart ist, aber auch nicht ganz so ein Sofa, wie es vielleicht auf einem Cruiser oder einem Chopper ist. Wir haben halt hier so eine typische Naked-Sitzbank, die ja insgesamt, ich sage jetzt mal, so gutes Mittelmaß ist an Komfort. Auf jeden Fall nicht unbequem. Die Sitzhöhe habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf. Ich bin 1,80 Meter und für mich ist die Sitzhöhe perfekt. Ich komme mit meinen Füßen super einfach auf den Boden. Das Motorrad ist aber auch nicht ganz so niedrig wie beispielsweise die Triumph Bonneville Bobber, die ich mal gefahren bin, bei der es halt dann schon so fast ein bisschen wie so ein Kindermotorrad aussieht, wenn man über 1,80 ist. Also das ist hier so eine ganz durchschnittliche Größe und ich glaube, genau das ist eben auch die Zielgruppe bei diesem Motorrad, einfach die breite Masse. So, jetzt hat zum Beispiel der Quickshifter wieder gut funktioniert. Wie gesagt, unter Volllast teilweise so eine kleine Verzögerung. Das ist für mich, deswegen wiederhole ich es auch immer wieder, echt der größte Kritikpunkt, weil mir das dann einfach so ein Gefühl von Unsicherheit vermittelt, was ich auf dem Motorrad einfach nicht mag. Was ich aber ansonsten sagen kann, und zwar Kurvenverhalten, Handling, Agilität. Traumhaft, also wirklich traumhaft. Das Motorrad, ich bin jetzt echt nicht der beste Kurvenfahrer, ich bin nicht der sportlichste Fahrer, aber ich habe mich von Anfang an sicher gefühlt. Das Motorrad hat mir ein Gefühl gegeben, dass du in die Kurve reingehen kannst. Es ist wirklich sehr, sehr leicht mit ganz knapp über 200 Kilo, sehr einfach zu bewegen. Ansonsten, was kann ich zum Preis sagen und zur Ausstattung? Der Preis beginnt bei ziemlich genau 9.000 Euro. Ist damit über 2.000 Euro günstiger als zum Beispiel eine MT-09, die aber meiner Meinung nach auch nochmal deutlich geiler ist. Braucht man das unbedingt? Nein. Ist es geil? Ja. Muss jeder für sich selber wissen. Ich sag, dieses Motorrad hat alles, was man braucht, um echt Spaß zu haben, um gut durch den Alltag zu kommen. Es ist wirklich wie so ein Schweizer Taschenmesser, muss man fast sagen. Es kann halt irgendwie alles, nichts zu 100%. Also es gibt für jeden Bereich ein anderes Motorrad, das besser ist. Aber irgendwie kann das Motorrad halt alles ziemlich gut. Versteht ihr, wie ich meine? So wie so ein Golf. So, es ist jetzt nichts der Beste, aber es ist halt einfach ein sehr guter Kompromiss, wenn man halt mehrere Sachen hat, die einem wichtig sind. So kann man das, glaube ich, auch hier ganz gut sagen. Zur Ausstattung. Ja, wir haben hier Quickshifter, Flipper, Fahrmodi verstellbar, habt ihr ja gesehen. Traktionskontrolle kann man verstellen. Einen sehr, sehr modernen, gut ablesbaren TFT-Display und jetzt nagelt mich bitte nicht fest, also klar, ABS und solche Sachen muss ich ja gar nicht erwähnen, das sind ja eh Standard. Ansonsten jetzt aber halt auch nicht die Welt. Braucht man das? Braucht man beispielsweise einen Tempomat? Nein, meiner Meinung nach nicht. Ich weiß nicht, das sind die Meinungen natürlich sehr, sehr verschieden. Ich bin der Meinung, braucht man nicht zwingend. Von daher ist es für mich auch
ja, wie eben gesagt, sehr, sehr unwichtig. Ich finde das Motorrad wirklich, wirklich gut und ich bin auch positiv überrascht. Ja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, das war jetzt nicht das Motorrad, das ich unbedingt mal fahren wollte, weil ich habe nämlich hier einfach nach einem Motorradhändler gesucht in der Umgebung und habe dann halt so den größten, besten laut Google-Bewertungen aufgesucht. Ich hatte da wirklich einen Mega-Service, also ich kann es an dieser Stelle echt nur sagen, fettes Shoutout. Ich habe es euch auch nochmal hier unten verlinkt. Ich hatte dann die zur Auswahl, die Suzuki GSX 8S, ich hatte die Honda Hornet und ich hatte eine Tenere zur Auswahl. Also das ist wirklich so eine Beziehung, die sich gesteigert hat, die langsam immer so ein bisschen intensiver wurde. Und je länger ich jetzt eben mit diesem Motorrad unterwegs bin, desto besser gefällt es mir auch wirklich. Weil ich halt merke, dass dieses Motorrad alles kann, was ein Motorrad für mich können muss. Suzuki ist ja auch bekannt dafür, dass sie sehr, sehr stabile und langlebige Motoren bauen. Preislich finde ich das Motorrad fair. Also ja, was soll ich sagen? Ich bin doch insgesamt sehr, sehr positiv überrascht. Ich kann auf jeden Fall eine Empfehlung für dieses Motorrad aussprechen. Es ist jetzt nicht das emotionalste Motorrad, es ist nicht das schnellste Motorrad, es ist nicht das lauteste Motorrad. Es ist wie gesagt in nichts meiner Meinung nach das Beste, aber es ist in allem gut. Und es ist halt wirklich ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket. Ich finde das Motorrad auf jeden Fall besser, als ich erwartet habe. Es gibt ja auch noch eine Sportversion von dieser hier. Die gefällt mir optisch auch ziemlich gut. Vielleicht teste ich die nochmal ausführlich in Deutschland, wenn ich zurück bin. Jedenfalls bin ich ja sehr, sehr happy mit dieser Maschine jetzt gewesen die letzten Tage. Ich weiß, ich mache mich jetzt auch wahrscheinlich wieder sehr unbeliebt bei den einen oder anderen, aber ich muss halt sagen, bisher bin ich echt von Kawasaki, was das angeht, irgendwie am meisten enttäuscht gewesen, weil da hat mir weder die Z650 zugesagt, noch die Z900 RS. Bei der Suzuki jetzt bin ich positiv überrascht. Honda feiere ich aktuell ja auch gar nicht so sehr. Also die CB650R gefällt mir gut, die bin ich gefahren. Ja, die macht auch irgendwie alles gut, aber es ist halt dieses rein Vierzylinder-typische, muss halt immer drehen, um Leistung zu haben. Und das ist halt doch ziemlich anstrengend auf Dauer. Da gefällt mir dann dieses Ansprechverhalten vom Motor auf jeden Fall viel, viel besser. Und im Vergleich jetzt zu den anderen Motorrädern, zur MT-09, ja, die MT-09 ist meiner Meinung nach geiler, kostet aber auch ein bisschen mehr, hat mehr Leistung, ist halt auch ganz, ganz schwer vergleichbar jetzt mit dieser hier.